Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Frisch gepresste grüne Säfte sind ein Lebenselixier und besonders in Form der Wildkräuter natürlich im Sommer sehr leicht herzustellen. Meine Videos zu den Wildkräutersäften kann ich euch nach und nach hier oben verlinken. Da man die gesunden Wildkräuter aber im Winter nicht mehr so leicht findet oder nur noch sehr spärlich, kombiniere ich sie jetzt im Winter mit anderen grünen Kräutern und Gemüsearten, um auf diese lebensspendenden grünen Säfte auch im Winter nicht verzichten zu müssen. Denn gerade auch in dieser kalten Zeit haben wir sehr viel mehr Vitalstoffe nötig, die wir durch frisch gepresste grüne Säfte reichlich erhalten. Hier sehen wir jetzt meine Wildkräuter, die ich einmal in der Woche immer sammle, und hier jetzt noch folgende andere Biokräuter: Pfefferminze, Petersilie, Dill, alles von Bioqualität vom Wochenmarkt. Dann haben wir hier Sellerie, natürlich auch von Bioqualität. Ein paar Knoblauchzehen und frischen Ingwer presse ich auch jedes Mal mit, um in den Genuss der heilenden Eigenschaften dieser Zutaten zu kommen. Ferner natürlich auch noch ein Apfel für den süßen Geschmack, Zitrone, hier auch eine Möhre noch gerade zu sehen. Und zu dem fertig gepressten Saft gebe ich dann immer einen Esslöffel von diesem Omega-3 Fettsäuren hinzu, die wir unbedingt supplementieren sollten. Mein letztes Video zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die wir heute nehmen sollten, sofern wir uns mit normaler Kochkost ernähren, verlinke ich euch hier oben inshallah. Auch die Stiele und die Blätter von Karotten und Radieschen zum Beispiel sollte man auf gar keinen Fall wegwerfen. Das könnte man alles mit versaften. Denn gerade die grünen Blätter dieser Gemüsesorten, wie Karotten, Radieschen, Blumenkohl und so weiter, enthalten nicht nur sehr viel Chlorophyll, sondern auch sehr viele nützliche Vitalstoffe. Deshalb bevorzuge ich beim Biostand auf dem Wochenmarkt immer die Karotten mit dem frischen Grünzeugs da dran noch. Und wie wir jetzt gesehen haben, entsafte ich immer mit einen halben Apfel oder einen ganzen Apfel, immer von Bioqualität natürlich. Denn das Sprichwort "An apple a day keeps the doctor away" kommt nicht von ungefähr. Es hat einen guten Grund, denn Äpfel enthalten sehr viel Quercetin zum Beispiel. Frisch gepresster Apfelsaft schützt auch die Leber, beugt Lungenerkrankungen vor und ist gut für den Darm. Unter anderem und vor allem sorgt er für einen angenehmen süßen Geschmack dieses grünen Kräutersaftes. Hier pressen wir jetzt Sellerie. Die Heilpflanze Sellerie sollte unbedingt von Bioqualität sein, weil herkömmlicher Sellerie immer sehr stark gespritzt ist. Frisch gepresster Selleriesaft kann sehr gut bei rheumatischen Beschwerden und Bluthochdruck eingesetzt werden. Er wirkt gegen Entzündungen, schützt den Magen, kräftigt das Herz-Kreislauf-System. Die Pfefferminze ist ein bewährtes Heilmittel bei Kopfschmerzen, Erkältungen und Magen-Darm-Verstimmungen. Sie wirkt sogar sehr effektiv beim Reizdarmsyndrom. Das Öl in der Pfefferminze hat sogar einen direkten antiviralen Effekt auf Herpes-Simplex-Viren. Es würde sich daher sehr lohnen, diese gesunden Kräuter wie Pfefferminze, Petersilie und Dill unter anderem auf dem Balkon oder im eigenen Garten reichlich anzupflanzen. Denn man benötigt sie ja nicht nur in der Küche, sondern vor allem auch für den Smoothie und für einen frisch gepressten Kräutersaft sind sie unentbehrlich. Mein letztes Video zum gesunden grünen Smoothie verlinke ich euch hier nochmal. Auch die Petersilie ist ein sehr wirkungsvolles Heilkraut. In ihr befindet sich fast die ganze Bandbreite an Vitaminen, ebenso wie an Mineralstoffen und Spurenelementen. Sie entgiftet den Körper, beugt Nieren- und Blasensteinen vor, hilft gegen Niereninsuffizienz, gegen Diabetes und sogar gegen Krebs. Es wäre daher auf jeden Fall anzuraten, sie auch täglich mit zu entsaften. Und wie gesund die Wildkräuter sind, das wisst ihr ja schon von meinen vielen Videos dazu. Hier trotzdem noch einmal einige Vorteile. Sie schenken uns seltene Vitalstoffe und wertvolle Heilsubstanzen. Sie erfreuen mit einem ungewöhnlich hohen Mineralstoff- und Vitalstoffgehalt. Sie sind voller bioaktiver Pflanzenstoffe und sie enthalten auch Bitterstoffe, die beispielsweise die Magen- und Gallensaftsekretion fördern, Fäulnis- und Gärprozesse im Verdauungssystem stoppen und daher die gesunde Darmflora pflegen und Pilzinfektionen vorbeugen. Hier entsaften wir jetzt auch noch den Rotkohl dazu. Wie alle Kohlarten enthält auch der Rotkohl natürlich diese heilsamen Senfölglykoside, die ja entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften aufweisen. So stärken sie infolgedessen das Immunsystem, beugen Infektionen vor und senken das Risiko für bestimmte Tumorerkrankungen wie Brustkrebs, Lungenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Was aber den Rotkohl jetzt noch gesünder als andere Kohlarten macht, sind seine Anthocyane, die er enthält. Und diese wirken auch nochmal gegen Entzündungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Alzheimer und Parkinson unter anderem. Es wäre also sehr zu empfehlen, auch den Rotkohl des Öfteren mit zu entsaften.
Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich auch das Omega-3-Öl hier reingegeben, einfach auch um die fettlöslichen Vitamine gleichzeitig damit besser aufnehmbar für den Körper zu machen. Und da wir es sowieso supplementieren müssen, können wir es auch gleich mit diesen grünen Säften zusammen aufnehmen. Und zu empfehlen wäre es auch, die Chlorella-Alge gleichzeitig damit einzunehmen. Und wie auch schon vorher gesagt, können wir den Blumenkohl super gut verwenden, indem wir die Blätter davon nicht wegwerfen, sondern diese zum Entsaften verwenden, ebenso auch den Strunk. Denn die Blätter enthalten nicht nur das wichtige Chlorophyll, sondern vor allem natürlich auch die Senfölglykoside, wie wir jetzt schon wissen. Hier nochmal wieder die Wildkräuter und eben haben wir auch den Grünkohl gesehen, dazu sage ich später noch etwas dazu. Hier auch wieder jetzt Äpfel und Zitrone, die ich auch jedes Mal mit entsafte, also die dürfen nie beim Entsaften fehlen. Die Zitrone ist auch ein altes Heilmittel gegen Pest und den Skorbut. Und da sie natürlich auch sehr Vitamin C reich sind, fördern sie die Eisenaufnahme und somit könnte man einen Eisenmangel verhindern. Und am besten benutzt man natürlich die ganze Zitrone mit Schale, weil gerade in der Schale die meisten Nährstoffe sitzen. Aber die sollte natürlich unbedingt von Bioqualität sein. Geschmacklich führt die Zitrone in diesem Saft auch dazu, dass die Bitterstoffe der Wildkräuter neutralisiert werden. Somit ergibt dann die Mischung all dieser Zutaten in dem Saft am Ende einen richtig leckeren Geschmack, sodass man den auch wirklich gerne trinkt. Im Gegensatz zum reinen Wildkräutersaft, der eben wirklich scheußlich bitter schmeckt und den man nur so als Shot runterkippen kann, so als Medizin sozusagen, schmeckt dieser Saft richtig erfrischend und sogar süßlich, sodass es einem leicht fällt, davon ein großes Glas zu trinken, also eine größere Menge als jetzt bei dem Wildkräutersaft allein, und man es wirklich genießen kann, diesen Saft jeden Tag auf leeren Magen zu trinken. Hier sehen wir jetzt den überaus gesunden Grünkohl, das ist das Superfood der Kohlgemüse, den man im Winter jetzt auch sehr leicht überall in den Bioläden und aber auch auf dem Wochenmarkt findet. Grünkohl ist ein unglaublich gesundes und hochbasisches Gemüse. Er liefert viel Calcium, Eisen, Vitamin K und Vitamin C plus eine Menge antioxidativ wirksamer Pflanzenstoffe. Er ist ein heilendes Superfood, weil er unglaublich viele Vitalstoffe enthält. Sogar Omega-3-Fettsäuren enthält er. Und abgesehen von den vielen Vitaminen und Mineralstoffen enthält er auch sekundäre Pflanzenstoffe, und zwar jede Menge davon, wie zum Beispiel das Resveratrol und das Quercetin, abgesehen von den Senfölglykosiden, die natürlich in jeder Kohlart vorhanden sind. Er enthält sogar mindestens 5 Arten von Senfölglykosiden und enthält damit 10-mal mehr krebsfeindliche Stoffe als der Brokkoli. Deshalb bietet es sich auf jeden Fall an, im Winter dieses hochbasische und hochgesunde Wintergemüse zum Entsaften zu benutzen. Sobald wir dann etwa ein ganzes großes Glas entsaftet haben, spülen wir diese Saftpresse noch mit etwas von meinem dampfdestillierten reinen Wasser aus, damit nichts von diesem kostbaren Saft verschwendet wird, geben das noch dazu und genießen dann diesen köstlichen, chlorophyllhaltigen, hochgesunden Saft. Und der schmeckt tatsächlich köstlich und man kann ihn wirklich genießen. Hier zeige ich euch noch, dass man die grünen Blätter der Radieschen, natürlich immer von Bioqualität, dass man die auch benutzen kann und entsaften kann. Radieschen sind sehr vitaminreich und die Blätter dieses antibiotisch und antioxidativ wirkenden Gemüses besitzen die gleichen gesunden Wirkstoffe und sind essbar und sehr nahrhaft. Und deshalb kann man sie super gut entsaften. Man sollte sie auf gar keinen Fall wegwerfen, denn das wäre sehr schade um die guten Vitalstoffe darin. Und natürlich auch um das gesunde basische Chlorophyll. Denn gerade das wollen wir ja so viel wie möglich in unserem Saft haben. Denn Chlorophyll ist ja eine der wirksamsten lebensspendenden Substanzen auf unserem Planeten. Und je mehr Chlorophyll ein Lebensmittel enthält, umso höher ist sein gesundheitlicher Nutzen. Chlorophyll ist ja außerordentlich hilfreich beim Aufbau neuer Blutzellen. Je gesünder unser Blut ist, umso gesünder sind wir. Der Einfluss, den grüne Lebensmittel auf die Qualität und die Reinheit unseres Blutes haben, ist unvorstellbar groß. Es behebt einen Eisen- und Magnesiummangel, wirkt gegen Demenz und Diabetes, bremst Krebszellen aus und entgiftet sehr stark den Körper. Hier sehen wir jetzt noch andere Gemüsearten wie Karotten, Gurke, Apfel wieder, Zitronen natürlich, Knoblauch und Ingwer auch, die wir alle mit entsaften können und auch sollten. Vor allem wegen dem besseren Geschmack, dass man diesen Saft dann auch wirklich gerne trinkt, aber natürlich auch wegen seinen gesundheitlichen Wirkungen, ganz besonders bei Zitrone, Knoblauch und Ingwer. Frisch gepresste Säfte entlasten das Verdauungssystem enorm, denn die Säfte werden in Minutenschnelle verdaut, weil sie keine Ballaststoffe mit sich führen.
Darüber hinaus kann der Organismus über frisch gepresste Säfte mit sehr viel mehr Vitalstoffen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt werden als mit der ganzen Frucht oder dem ganzen Gemüse. Frisch gepresste Säfte dienen wunderbar der Entgiftung, Entschlackung und Heilung. Sie sind hervorragend für geschwächte Menschen geeignet, für Menschen mit ausgeprägtem Mikronährstoffmangel und für Menschen mit angeschlagenem Verdauungssystem. Und das sind wir eigentlich alle heute. Hier sehen wir nochmal wieder den gesunden Sellerie, Blumenkohlblätter, Petersilie, Äpfel und so weiter, aber vor allem den Bio-Fenchel. Der Fenchel enthält auch sehr viele gesundheitliche Heileigenschaften. So unterstützen die ätherischen Öle darin die Verdauung, wirken entzündungshemmend und stärken den Magen. Zudem fördern sie die Durchblutung und regen die Leber- und die Nierentätigkeit an. Den Bio-Fenchel erhält man auch regelmäßig in Bioläden und auf Wochenmärkten und er eignet sich eben auch sehr gut zum Entsaften. Wir sehen also, dass wir unsere gesunden grünen Säfte durch die Beigabe vieler Gemüsearten, solange sie von Bioqualität sind, bereichern können. Zu empfehlen wäre, diese gesunden grünen Säfte zusammen mit dem Omega-3-Öl einzunehmen, denn dieses müssen wir heute sowieso supplementieren. Und zum anderen wäre eine hochwertige Fettquelle ideal, um die fettlöslichen Vitamine besser vom Körper aufzunehmen. Und da Chlorophyll stark entgiftend ist und zur Ausleitung von Schwermetallen und Umweltgiften, wie zum Beispiel Pestiziden, aber auch von Aflatoxinen beitragen kann, da die Gifte im Körper aber nur mobilisiert werden und die gepressten Säfte keine Ballaststoffe enthalten, die diese Gifte binden könnten, sollten wir unbedingt auch die Chlorella-Alge dazu einnehmen und eventuell auch die Ascophyllum nodosum. Diese binden die Gifte dann an sich und leiten sie mit dem Stuhl aus. Das beste Chlorella-Produkt werde ich euch unten an der Pinnwand verlinken. Es ist ganz wichtig, dass man ein unbelastetes Produkt, welches in einem Glasröhrensystem gezüchtet wurde, verwendet. Ja, solch ein frisch gepresster Saft ist eine Wohltat für den Körper, eine angenehme Form der Entschlackung und Entgiftung. Er liefert eine Fülle an Vitalstoffen und hilft bei der Regeneration und rundum Erneuerung des Körpers. Wer daher täglich solch einen wohltuenden Saft auf leeren Magen trinkt und eine halbe Stunde wartet bis zur nächsten Mahlzeit, der könnte sich damit auf Dauer viele Arztbesuche ersparen, inshallah. Damit hoffe ich, euch für zukünftige tägliche grüne Säfte motiviert zu haben. Inshallah. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit vielen Menschen, damit viele einen Nutzen daraus ziehen können. Betätigt auch immer die Glocke, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.